Man kommt hier so gut wie nicht in den Boden rein. Och, wir haben es draußen zum Glück. Oh. Oh. Ich kriege noch einen Herzinfarkt hier, Leute. Wirklich, ich kriege noch einen Herzinfarkt. Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Abenteuer hier bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Wir sind auf der gleichen Fläche wie das letzte Mal in der letzten Folge. Da konnten wir unfassbar viele Münzen finden innerhalb kürzester Zeit. Heute habe ich so ungefähr 3 Stunden Zeit. Ich bin gespannt, was passiert heute in dieser Folge. Ihr habt es vielleicht schon in einem kleinen Vorspann gesehen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann schaut da mal vorbei. Rabattcode gibt es auch in der Videobeschreibung und wir starten ins nächste Abenteuer. Gar nicht weit gelaufen. Das erste Signal, ein oberflächliches 85er, 86er. Da kommen wir auf jeden Fall mit dem Pinpointer ran. Es ist heute ziemlich windig. Ich hoffe, ihr hört das nicht so doll auf dem Video. Oh, ich sehe was Rundes. Ah. Eine Schrotpatronenkappe ist der erste Fund für heute. Unglaublich. Der erste Münzfund ist gleich eine Silbermünze, aber sie ist leider komplett zerstört, also an den Rändern überall weggebrochen. Und ich glaube auch nicht, dass man da noch eine Prägung erkennen wird. Falls doch, gucken wir sie uns an, aber ich glaube, das wird nichts sein. Aber erster Münzfund, gleich eine Silbermünze hier. Wahnsinn. Unglaublich. Hier hatten wir gerade dieses Silbermünzenfragment. Hier hatte ich das nächste 50er Signal und ist tatsächlich die nächste Münze, auch wieder in einem grauenvollen Zustand, glaube ich, gebogen. Diesmal aber eine Kupfermünze. Also gut möglich, dass hier auf einem Meter irgendwie jemandem vielleicht Geld aus der Tasche gefallen sein wird. Könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so weit verlagert wurde jetzt durch den Flug und so weiter. Ja, auf jeden Fall ein guter Anfang. Gleich 2 Münzen zu Beginn nach dieser Schrotkappe. Gucken wir mal weiter. Nächstes Signal, ein klares 78er. Okay, wir haben es draußen, aber nicht in dem Knubbel, sondern hier irgendwo. Oh, ich habe es befürchtet. Oh, oder? Nee, Moment. Es könnte ein Pfeifendeckel sein. Ja, schaut mir so aus. Ein bisschen gebogen zwar, aber ja, ein Pfeifendeckel. Hallo aus dem Studio zum ersten Fund, den wir uns heute hier gemeinsam anschauen wollen. Diesmal tatsächlich keine Münze, sondern ein sogenannter Pfeifendeckel. Und wie der Name schon sagt, war das ein Deckel, den man auf den Kopf einer Tabakpfeife gesetzt hat. Und zwar in erster Linie, um vor Funkenflug zu schützen an windigen Tagen. Man muss sich vorstellen, man ist jetzt mit seiner Tabakpfeife vielleicht auf dem Feld oder auf einer trockenen Wiese unterwegs. Und da hätte natürlich immer die Gefahr bestanden, dass der Wind dort für Funkenflug sorgt und man aus Versehen da irgendwie was in Brand steckt. Und um das zu vermeiden, hat man diese Kappen, diese Pfeifendeckel auf den Pfeifenkopf der Tabakpfeifen draufgesetzt. Und in zweiter Linie haben die auch die Überhitzung des Pfeifenkopfs verhindert, weil natürlich sonst der Wind die ganze Zeit die Glut angefacht hätte und das mit so einem Pfeifendeckel halt nicht der Fall ist, weil da natürlich nicht so viel Angriffsfläche für den Wind mehr übrig geblieben ist. Tabak an sich kam ja so 1520 herum, 1500 herum mit den Spaniern und den Portugiesen nach Europa, und so in den Dreh sind auch so, glaube ich, die ersten datierten Tabakpfeifen, die stammen meiner Meinung nach aus London, wenn ich jetzt richtig liege. Also hier auch nochmal ganz interessant, und Tabak ist tatsächlich
tatsächlich auch galt lange Zeit als Allheilmittel, also was wir nicht alle schon hatten, ne? Bleizucker in Wein, Tabak als Allheilmittel. Also mich wundert es nicht, dass wir heutzutage eine höhere Lebenserwartung haben als die Leute früher. Wir machen weiter mit den nächsten Funden. Das nächste Signal, ein schönes 86er. Oh, hier ist der Boden locker. Das ist natürlich von Vorteil. Kriegen wir hier. Ist noch drin, ne? Oh. Wieder ein Schrotpatronenboden. Oh, hatte ich schon erwähnt, dass wir heute den heißesten Tag dieses Jahres bis jetzt hier haben. Oh, ich bin so durch. 31 oder 32 Grad kriegen wir heute. Ich habe die nächste Münze hier noch in so einem Erdklumpen drin. Ja, wische ich jetzt auch nicht viel rüber. Ich glaube, die könnte noch ganz gut sein. Vielleicht schauen wir uns die gleich im Studio an. Eigentlich wollten wir uns eine Münze anschauen, aber wie ihr seht, steht dort nichts. Leider ist es meistens so, vor allem bei prägeschwachen Münzen, dass die mit den Dreckanhaftungen vom Feld doch noch mehr Kontrast haben und schöner aussehen, als sie letztendlich dann bei der Reinigung werden. Und das war auch bei dieser Münze leider der Fall. Deshalb schauen wir uns die jetzt noch nicht an. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wenn dir die Folge gefällt, dann würde ich mich aber jetzt schon über einen Daumen freuen. Empfehle meinen Kanal auch gerne weiter und lass ein Abo da. Wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Und da habe ich wieder fast einen Herzinfarkt gekriegt. 1 Meter weiter von der Münze gerade haben wir das nächste Signal. Das sind 75er. Und alles ist hier auf dieser festgefahrenen, harten Treckerspur. Oh Mann. Man kommt hier so gut wie nicht in den Boden rein. Oh, wir haben es draußen zum Glück. Oh. Oh. Ich kriege noch einen Herzinfarkt hier, Leute. Wirklich, ich kriege noch einen Herzinfarkt. Oh. Alter, wenn die auch so glänzend hier aus dem Boden kommen. Das ist nicht mehr normal. Oh, was eine schön erhaltene Münze hier, aber richtig schön. Toll, super. Da freue ich mich trotzdem, auch wenn ich fast wieder einen Herzinfarkt bekommen habe kurzzeitig. Aber wir haben die erste richtig schöne Münze heute. Ihr seht es da schon glänzen. Ich musste da gar nicht mehr viel reinigen. Die kam fast so aus dem Boden und da denkt man natürlich in erster Linie immer an Gold, aber es ist hier mal wieder Aluminium, Bronze, ein Renten- oder Reichspfennig aus der Weimarer Republik. Und zwar sind es hier 5 Reichspfennig. Ich drehe sie euch auch noch einmal um, denn da sehen wir zum einen das Prägejahr und zum anderen auch den Buchstaben für den Prägeort, nämlich geprägt wurde die Münze 1925 und dann sehen wir den Prägebuchstaben dort ein G. Das steht für Karlsruhe. Machen wir weiter im Text mit den nächsten Funden. Alter, was ist denn das? Ein 95er Signal und gar nicht so großflächig. Oh,
ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich das Signal nur höre. Ich bin gespannt, was es ist. Wir haben es draußen. Ich mag gar nicht hingucken. Ich hab's. Oh, es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Oh. Und? Was ist das? Eine große, große Kupfermünze. Aber, doch. Oh. Es könnte sich wieder um einen Riksbank-Skilling handeln oder sowas. Ganz, ganz prägeschwach. Ich versuche sie mal zu reinigen und dann gucken wir sie uns mal im Studio an, ob sie was geworden ist und ob wir da noch was drauf erkennen. Aber ich glaube, es handelt sich um einen Riksbank-Skilling. Wieder eine extrem prägeschwache Münze, die wir diesmal finden konnten. Ich glaube, es handelt sich um einen Riksbank-Skilling. Ich habe ja vor einiger Zeit mal einen finden können. Ich meine, der datierte 1818. Wenn ich mich nicht zu doll verschätze, glaube ich auch, dass dieser Riksbank-Skilling aus dem Jahr 1818 stammt. Aber man kann wirklich so gut wie nichts mehr erkennen. Ich drehe sie euch trotzdem einmal schnell nochmal um. Da sehen wir noch so ganz leicht den Herrscherkopf hier auf dieser Münze drauf. Was denkt ihr? Also ich meine, es müsste ein Riksbank-Skilling sein. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Machen wir weiter. Das nächste Signal ist ein 80er. Gar nicht so tief, glaube ich. Zum Glück, muss man sagen. Ja, ich glaube, da gucken wir schon mal mit dem Pinpointer. Oh, es ist rund und es glänzt, oder? Nee. Also schon, es glänzt schon, aber es ist auch rund. Aber es ist nur ein Knopf. Aber mit einer Verzierung drauf auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, vielleicht gucken wir uns den auch einfach mal im Studio an. Den Knopf hier. Warum nicht? Schauen wir uns einfach auch mal ein Knöpfchen an. Ein schöner Knopf hier verziert mit so einem ja, von der Mitte ausgehenden Linien. Ich glaube, der war auch ursprünglich mal versilbert. Und ich meine, solche Knöpfe schon mal irgendwie in Bezug auf Uniformen gesehen zu haben. Wenn einer von euch da vielleicht mehr weiß, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann habe ich noch einen zweiten Knopf mit Verzierung finden können, den ich euch so im Video nicht gezeigt habe. Da wollen wir auch noch mal schnell zusammen drauf schauen. Leider ist der ein bisschen prägeschwacher. Da ist in der Mitte so eine, ja, wie so ein Stern, wie so eine florale Zickzacklinie, sage ich jetzt mal. Zwei Knöpfe hier mit Verzierung nochmal. Und dann machen wir weiter, denn es kamen eigentlich haufenweise Münzen in dieser Folge. Ein 85er Signal. Ist, glaube ich, noch drinne. Oh mein Gott. Komme ich noch nicht ran. Ich muss noch graben. Okay, wir haben es draußen. Ja. Oh, es ist eine halbe Musketenkugel. Scheinbar. Vielleicht als Spielfigur benutzt oder so. Oh, ich bin so alle, ey. Wir haben die nächste Münze.
Es ist ein kleiner Scherf von, ich glaube 1585 oder so, muss ich reinigen. Können wir uns gleich mal anschauen. Der ist, glaube ich, noch ganz gut erhalten. Wir haben die nächste Münze. Es ist, glaube ich, ein Pfennig. Von vorne ist sie ein bisschen prägeschwach. Hinten sieht sie noch ganz gut aus. Eine Münze aus Preußen. Schauen wir gleich mal im Studio. So unerfolgreich war der Suchtag tatsächlich gar nicht. Wir konnten innerhalb von kürzester Zeit 9 Münzen finden. 7 davon habe ich euch jetzt hier hingestellt, denn die sind alle durch die Bank weg schlecht erhalten. Auch der Scherf von gerade, da kann man leicht noch den Löwen auf der Vorderseite erkennen. Ich sagte ja, man sieht noch das Prägejahr, aber leider auch nicht mehr komplett. Also irgendwann 1500 ist dieser Scherf geprägt. Dann haben wir auch den Preußen-Pfennig da noch mit bei. Auch hier nach der Reinigung, als der Dreck ab war nicht mehr viel zu erkennen. Ich bin da auch gar nicht doll beigegangen. Tatsächlich, das ist wirklich nur, wenn diese Sandschicht dort abgeht, dann ist der Kontrast hinüber. Wirklich schade leider. Aber ja, so ist es leider. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Dann bitte auf jeden Fall ein Like da lassen, gerne den Kanal weiterempfehlen. Ein Abo würde ich auch sehr, sehr dankbar entgegennehmen, denn wir sind kurz vor dem nächsten Meilenstein von 8500 Abonnenten auf dem Weg zu meinem großen Ziel, den 10.000. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Ansehen. Hier verlinke ich dir nochmal 2 weitere Abenteuer. Wenn du noch nicht genug hast und sie noch nicht kennst, dann schau da doch auch nochmal rein. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Der hat immer brandheiße Deals für dich, also schau da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und in der Videobeschreibung ist auch noch ein Rabattcode versteckt, damit sparst du nochmal zusätzlich. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer. Ich weiß nicht genau, wann es sein wird, denn wir wollen hier umziehen mit der Abenteurerzentrale. Wir sind da gerade am Machen im Hintergrund und ja, das wird einiges an Arbeit auf jeden Fall und Zeit kosten. Deshalb mal gucken, wie ich das überhaupt noch zur Schatzsuche schaffe. Ich hoffe, dass ich noch mal so 2-3 Stunden zwischendrin für euch losgehen kann in nächster Zeit. Aber ich halte euch da auf jeden Fall in den Community Posts und auch vielleicht bei Instagram auf dem Laufenden. Bis dahin, macht's gut, meine Lieben.